Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es um die Fahrveranstaltung zum Kia K4 Kombi. Die Weltpremiere des Audi Q7 habe ich für euch vorbereitet. Und ich beantworte die Frage, wie Auto-YouTuber oder Influencer eigentlich ihr Geld verdienen. Die erste Folge des neuen Formats ist bei euch gut angekommen. Es gab aber auch eine ganze Menge Feedback. Das möchte ich berücksichtigen. Die Einspieler hier, die sind jetzt auf meine Stimme eingepegelt, damit es euch nicht so in den Ohren knallt. Das Mikrofon sollte nicht mehr wie ein frisch polierter Kühlergrill reflektieren. Und die Aufkleber auf meinem Notebook habe ich in mühsamer Kleinarbeit entfernt. Ehrlich. Der Ton wird sich hoffentlich schrittweise verbessern. Das Sakko, das lasse ich an. Und mit meinem Grinsen müsst ihr leider leben, weil ich habe hier richtig Spaß. Ich versuche das die ganze Zeit runterzukämpfen, aber es läuft einfach so. Ich bedanke mich bei den Zuschauern, die mir ein kleines Geldgeschenk in Form eines Supersanks haben zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Jetzt starten wir erstmal locker, um reinzukommen, mit ein paar kleinen Clips. Man muss die Franzosen nicht lieben, um Gottes Willen, aber manchmal haben sie schon sehr niedliche Anwandlungen. Ein Citroën-Army-Rennen im Rondell einer Radrennbahn, das ist kulturell irgendwo zwischen Le Mans-Kirmes und Modellbaukeller. Ich finde es extrem süß. Dieses Video wurde mir jüngst in die Timeline gespült und ich hatte sofort Retro-Baggersee-Vibes. Ihr wisst schon. Sonne, Handtuch und dem Paul sein Auto mal so richtig durchchecken. Ne? Ich werde nachher im Autohaus prüfen, ob dieses Video nicht fake ist. Apropos Autohaus, wer kennt es nicht? Man setzt sich einfach auf den Fußboden und spielt am Handy. Mache ich eigentlich auch jedes Wochenende. So sieht das wohl aus, wenn man die KI seine Skripte für die Werbung schreiben lässt. Okay, this is not about the money, okay? Und damit es nicht immer heißt, immer nur Elektro. Ne? Den alten Renault Twingo, den gibt es jetzt auch mit einem extrem hocheffizienten Verbrenner. Den kann man übrigens auch bei der Elektroversion nachrüsten, da bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Kinder, wir müssen reden. Ich bin ein wenig ratlos und würde mich über ein Stimmungsbild von euch unten in den Kommentaren extrem freuen. Ich bin heuer so genervt von diesem Hickhack zwischen Petrolheads und Elektrofreunden. Auf der einen Seite Elektrodreck, auf der anderen Seite totale Häme über die hohen Spritpreise. Erinnert ihr euch da draußen noch an die Zeit, als es hieß, wir gegen die? Und wir waren Autofreunde und die waren Ahnungslose. Und nun wieder zu unseren geistig tiefer gelegten Freunden mit dem Überrollbügel im Gehirn. Können wir nicht mal langsam wieder zu diesem Punkt zurückkommen? Warum lassen wir uns in diese zwei Lager spalten? Und warum lassen so viele auf so herablassende Art raus, welchem Lager sie gerade angehören? Ich persönlich, ich mag einfach Autos. Und ich möchte keinem dieser beiden Lager angehören. Was meint ihr, was müssen wir machen, damit wir wieder gemeinsam einfach über Autos sprechen können? Ich bin da aktuell echt extremst ratlos und freue mich über Vorschläge in den Kommentaren. Audi hat sich 11 Jahre Zeit gelassen, um sein Schlachtschiff, den Q7, zu aktualisieren. Gerade in den letzten 3 Jahren ist dabei sein Marktanteil drastisch eingebrochen. Das liegt vielleicht daran, dass sich der Q8 als quasi Coupé-Variante des Q7 sehr gut verkauft. Ein paar Kollegen waren bei der statischen Premiere des Autos dabei. Wir gucken uns das mal an. Der Q7 war und ist ein Auto, für das das Wort Mutti- oder Fatti-Panzer quasi erfunden wurde, denn er war schon immer ein bisschen größer. Zum ersten Mal beleuchteten Single-Frame-Kühlergrill. Man wird sagen, wow, der ist... Denn damit können zum Beispiel beim Abbiegen der Pfeil auf den Boden projiziert werden. Denn das Ganze hat natürlich auch noch dieses assistierende Licht in Verbindung mit dem Assistenzsystem drin, also eine Spurführung zum Beispiel. Ist so, du hast einen normalen LED-Scheinwerfer, dann hast du aber das Matrixlicht eigentlich schon per Hardware mit drin verbaut. Per Software-Unlock musst du das dann freischalten, dass du ein normales Matrixlicht hast. Ich halte von diesen Lösungen nichts, ehrlich gesagt. Na, Diesel, das ist immer so eine Laufkultur. Das ist für mich wie ein Einschlaflied. Und die schwingen so schnell, dass diese Automatiktüren nervfrei sind. Wenn du das Echtleder benutzt, ist es eine reine Traditionsfrage. Und Audi bietet einfach für die meisten Fahrzeuge keine Alternativen an. Und das ist extrem rückständig. Die Lüftungsdüsen. Die kann man jetzt nicht mehr manuell steuern. Stattdessen muss man hier im MMI auf eine Touchfläche drücken und dann kann man digital den Luftstrom regeln. Dieses Licht interagiert auf sämtliche Weisen mit mir, zum Beispiel bei einem drohenden Crash. Ich wollte gerade über das Panoramaglasdach reden. Wir haben hier einzelne kleine, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hier so mit Lasertechnologie hier reingebrachte LED-Elemente. Ihr könnt natürlich auch die Farbe auswählen, wie sollte es auch anders sein.
dass ihr hier im Shisha-Bar-Modus unterwegs sein könnt. Entweder ein Fünfsitzer, Siebensitzer oder ein Sechssitzer, weil dann wäre halt hier in der Mitte frei. Du hast sogenannte Captain's Seats, ne? Ahoi, Kapitän. Captain Iglo sitze dann rechts und links. In dieser Konfiguration kann man 3 Kindersitze nebeneinander einbauen. Das Einzige, wo dieses Auto sich vielleicht etwas fremd fühlen könnte, ist in der Innenstadt, denn aufgrund der Ausmaße passt er da nicht so richtig rein. Man sagt, der Q7 braucht keine Parklücke, sondern eher ein Baugrundstück. Der Audi Q7 wird später zu einem Einstiegspreis von rund 90.000 € kommen. Er wird als 5- und 7-Sitzer angeboten. 2 Motorisierungen wird es erstmal geben, die beide 3,5 Tonnen ziehen dürfen. In den Kofferraum passen zwischen 581 und 1980 Liter. Die vorläufigen Verbrauchsangaben liegen bei rund 8 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Damit wird das Fahrzeug in die CO2-Klasse G wie Gustav einsortiert. Vorsprung durch Technik macht heute ein Blinker aus, der sein Signal auf den Boden projiziert. Faszinierend. Der Zuschauer Delydian hat mir ein paar Fragen gestellt. Das nehme ich zum Anlass, um euch mal zu erklären, wie ein Auto-Influencer eigentlich sein Geld verdient. Ganz generell ist es, glaube ich, klar und liegt auf der Hand. Die belieferten Plattformen, also YouTube, Instagram und Co., zahlen Influencern Geld. Mal ist es ein Anteil der Werbeeinnahmen, mal sind es exklusive Programme, die Geld abwerfen. Dazu gibt es das Konstrukt des, festhalten, Produktionskostenzuschusses. Da bekommst du pro Tag einen festen Tagessatz für dich und gegebenenfalls einen Kameramann. Das kann man als Kompensation für die teure Reisezeit betrachten, in der wir ja nicht arbeiten können, und ein Stück weit als Refinanzierung, weil Hersteller bei uns Influencern in der Regel keine Werbung schalten. Wie das bei den Verlagen passiert, also Autobild, AMS und Co., die sich eben so refinanzieren. Einige Hersteller gehen wohl dazu über, keinen festen Tagessatz mehr zu zahlen, sondern den Influencer basierend auf seiner Reichweite zu vergüten. Das finde ich persönlich mehr als schwierig, weil es dazu verleitet, als Influencer einfach Traffic zu kaufen, um dann eine höhere Bezahlung zu bekommen. Und jüngst gibt es wohl auch einen Hersteller oder mehrere, ich bin mir nicht ganz sicher, die ein neues Modell fahren. Pro Event kann der Influencer anbieten, für den Hersteller Hochkant-Clips zu produzieren, für die er dann vergütet wird. Vereinzelt buchen Hersteller auch Influencer für Events, zum Beispiel, wenn man eine Rallye für den Hersteller, nicht den Influencer, bestreitet. Dafür gibt es, wie oben beschrieben, auch unterschiedliche Refinanzierungsmodelle. Dazu kommen dann noch Partnerschaften wie bei mir damals leasingmarkt.de, wo man eine monatliche oder projektbezogene Vergütung erhält. Und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, Placements an Unternehmen zu verkaufen. Das war bei mir zum Beispiel damals Y-Food. Mio hätte ich auch gern gehabt, die wollten aber nicht. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Diese Placements-Geschichten sind für uns Auto-Influencer eher schwierig, weil die meisten Unternehmen das Auto eher als ungeeignetes Werbeumfeld empfinden. Werbeumfeld, das ist auch ein Wort. Gleich geht es ja um den Kia K4 Kombi. Da habe ich direkt mal geschaut, ob mein Partner leasingmarkt.de schon passende Angebote hat. Gibt es. Und die tagesaktuellen Angebote, die findet ihr, indem ihr auf den ersten Link hier direkt in der Videobeschreibung klickt. Ich zeige euch hier, welche Angebote heute feilgeboten werden. In der Suchergebnisansicht könnt ihr übrigens auf der linken Seite filtern. Ich will jetzt nur die Kombis sehen. Ich nehme hier mal das Angebot für 210 €, was für Privat- und Gewerbekunden gilt. Schaut euch auch in Ruhe die Ausstattung und die Basisdaten an. Vergesst aber auch nicht ganz nach unten zu scrollen, um zu sehen, welche einmaligen Kosten noch auf euch zukommen. Wenn das alles für euch passt, könnt ihr oben noch die restlichen Parameter nach euren Wünschen einstellen. Und wenn die Leasingrate für euch okay ist, bestätigt dies. Und dann auf der folgenden Seite gebt ihr noch eure Stammdaten ein, damit der Händler euch kostenlos und unverbindlich euer ganz persönliches Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut mal auf die Deals, das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper. Ihr erreicht sie hier unter dem zweiten Link direkt unter dem Video. Vielleicht ist was für euch dabei. Und danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Kia hat jüngst mit dem Weltauto K4 einen Nachfolger des Ceeds vorgestellt, der von 2018 bis 2025 über 167.000 Mal zugelassen wurde. In den letzten Tagen durften die Kollegen die Kombi-Version zum ersten Mal fahren. Schauen wir mal rein.
Der K4 Sportswagen ist 4,70 Meter lang, er ist inklusive Außenspiegel 2,6 Meter breit und 1,44 Meter hoch. Das Ganze bei einem Fahrzeuggewicht von 1625 Kilo. Sieht richtig geil aus von hinten, wie breit er dann wird. Und dieser Knick ist eben dann hier an dieser Tür, an der hinteren Tür. Also es sieht schon wirklich wuchtig aus, obwohl es ja eigentlich gar kein klassisches Sportmodell ist. Also kein Große Puschen sieht immer besser, sieht immer sportlicher aus. Das ist so mein Credo. Ich finde, Kia nutzt so Lichtbänder, LED-Technik, Formen, herausstehende Teile, schwarz abgesetzte Partien wie hier durch die GT-Line. Einfach richtig schön um die Natur einen coolen Blinker, aber hier gibt es zum Beispiel kein Matrixlicht. Ist der Hauptkaufgrund für den Kia K4 Sportswagen. Denn auf 4,70 Meter, so viel Kofferraum als kurzer Vergleich, da müsst ihr ein deutlich größeres SUV kaufen, um denselben Laderaum zu haben. Wir haben auch zur Fahrveranstaltung den Messstab mitgenommen. Wir messen den also auch gleich nochmal für euch aus. Ja, wir haben 1,04 Meter in der Länge bis zum Rücksitz und 1,92 Meter sogar bis zum Vordersitz. Jetzt verbergen sich hier noch verschiedene Fächer. Ein kleines Fach fürs Gepäcknetz, würde ich sagen. Da passt das hier, eventuell aber auch rein. Genau. Dann habe ich hier noch ein kleines Fach, kleines Compartment separat. Und ich habe hier noch mal ein Fach. Also das Ganze ist zwar nett, kostet aber Tiefe beim Einladen. Das finde ich immer so ein Problem. Und ganz wichtig ist zu wissen, Was mir sehr, sehr positiv auffällt und was einfach echt ein bisschen cool, nostalgisch ist, dass ich einfach sehr viele analoge Bedienelemente habe. Was die ganze Zeit bimmelt, ist das hier, die Fahrerüberwachung, die mich aber eigentlich sieht. Was ich aber letztens gemerkt habe, die können mit Brillen manchmal so ihre Probleme haben. Ganz wichtig zu erwähnen, das mache ich jedes Mal bei Kia, ist der digitale Schlüssel. Das ist ein unheimlicher Vorteil, den es jetzt im K4 Sportswagen wieder gibt und den es bei Volkswagen immer noch nicht gibt. Wir haben schon mehrfach Use Cases gezeigt. Und ich finde es auch ziemlich cool, dass ich hier eben noch so einen typischen Gangwahlhebel habe. Also bei der Größe würde ich vielleicht auch mindestens in Richtung 150 PS schauen. Das ist interessant, weil du hast beim Einsteigen gesagt, das ist schon irgendwie... Also ich freue mich halt, dass es ein Kombi ist, weil Ja. ich mag Kombis, du ja auch. Aber du hast gesagt, das ist schon kein Kombi mehr, das ist ein sehr großes Schiff. Ich finde, du merkst es beim Parken. Das ist irgendwas, was man positiv herausstellen müsste, denn über 7 Liter ist heutzutage auch gar nicht mal mehr so gut für so ein Fahrzeug aus dieser Klasse. Eckhardt bringt die meiste eigene Meinung in seinen Fahrbericht mit ein. Den Kia K4 SW gibt es ab 29.900 €. 4 Ausstattungslinien und 3 Motorisierungen stehen zur Verfügung. In den Kofferraum passen 604 bzw. 1.439 Liter. Zugeladen werden dürfen rund 440 Kilogramm. Die Anhängelast liegt zwischen 1 und 1,4 Tonnen. Aus der Pressemitteilung: Ein Mittelairbag zwischen den Vordersitzen ist serienmäßig, um das Zusammenprallen der Köpfe von Fahrer und Beifahrer zu verhindern. Das stelle ich mir gerade mal bildlich vor. Zum Ende jeder Sendung möchte ich euch ja noch was Schönes mitgeben. In diesem Fall, Peter Fischer ist ein ehemaliger Kollege und pflegt den Instagram-Kanal Car Corner Peter. Er präsentiert euch, ich nenne es mal Alltagsklassiker, die unser Stadtbild mal geprägt haben, mittlerweile aber vermutlich in Vergessenheit geraten sind. Für mich ist jedes Posting eine erfreuliche Abwechslung zu den üblichen Neuwagengeschichten. Und in der Übersicht der Fotos kann man auch noch mal sehr schön spielen: Kenne ich dieses Auto eigentlich? Alle Links, die ich erwähnt habe, findet ihr in der Zusammenfassung unserer Show auf unserer Homepage. Dort liegen auch alle weiteren Quellenangaben zur heutigen Sendung. Den Link dorthin, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit euch meine neuen Beiträge auch angezeigt werden. Ne? Ihr kennt das Spiel. Wer mir Input oder Anregungen für einen neuen Showbeitrag nicht öffentlich schicken möchte, nutzt eine dieser beiden E-Mail-Adressen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.